Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht's ab in meinen Garten, um euch einfach mal zu zeigen, wie ich meinen über 2 Meter großen Buchsbaum in Form schneide. Bevorzugt schneide ich den Buchsbaum immer an bewölkten Tagen, aus dem ganz einfachen Grund, während des Schneidens tritt immer etwas Pflanzensaft aus und würde die Sonne jetzt volle Power auf diesen Pflanzensaft scheinen, dann verfärbt er sich so unschön braun und das wollen wir ja nicht. Ja, meine 2 Scheren habe ich hier bereits liegen und ich schneide halt den Buchsbaum immer manuell. Ihr könnt natürlich auch eine elektrische Heckenschere nehmen, aber ich mache das halt lieber so und außerdem spart man sich dann auch so ein bisschen das Gym. Meinen Buchsbaum habe ich im Laufe der Zeit zu einem Niwaki erzogen und der müsste auch mittlerweile über 70 Jahre alt sein. Den hatte meine Uroma seinerzeit als Steckling gesetzt. Ja, und geschnitten wird er bei mir 2- bis 3-mal im Jahr. Am allerschönsten würde der Buchsbaum jetzt sogar aussehen, wenn ihr das neue Grün per Hand wegzupfen würdet. Das kann ich jetzt hier mit dem ganz großen natürlich nicht machen, da wäre ich ja jetzt wahrscheinlich wochenlang damit beschäftigt. Und von daher wird er jetzt mit der Heckenschere geschnitten werden. Ach, was ich euch noch sagen wollte, mein Buchsbaum, der lebt auch schon jahrelang mit dem Buchsbaumzünstler und die Spatzen helfen mir dabei, das so einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Also chemisch mache ich hier gar nichts an meiner Pflanze. So, und ich setze jetzt hier meine Heckenschere an. Ich lasse die so im Prinzip ein bisschen aufliegen, weil die Form hat er ja schon, die er haben soll. Und zack, schneide das dann hier richtig schön alles wieder zurück. So richtig starke Rückschnitte, die sollte man besser im Frühjahr machen. Muss ich bei dem aber jetzt hier nicht machen. Das ist nur ein reiner Formschnitt. Und dann gehe ich aber jetzt auch gleich ein bisschen auf Zeitraffer für euch, weil das dauert hier auch eine Weile, bis ich damit fertig bin. Wer sich jetzt noch ein bisschen Arbeit sparen will, der legt sich vor dem Schneiden einfach eine Plane unterhalb des Buchsbaums, dann könnt ihr den Schnitt besser wegräumen. Für den Feinschliff verwende ich jetzt meine kleinere Schere. Ja, und jetzt heißt es für mich ab auf die Leiter, weil da ganz oben käme ich jetzt von alleine überhaupt nicht dran. Und ich verwende jetzt eine dreibeinige Leiter. Meinen Buchsbaum habe ich jetzt soweit fertig geschnitten, allerdings kommt jetzt der schlimmste Teil, das Aufräumen vom Buchsbaumschnitt. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!